Der Hase und der Igel. Eine alte Weisheitsgeschichte aus Norddeutschland. Erstes Vorspiel, ein Morgen in der Lüneburger Heide. Anfang des 19. Jahrhunderts. Im weiten Land der Lüneburger Heide in Niedersachsen. Der Nebel lichtete sich. Und die Herbstsonne glitzerte auf den feuchten Grashalmen. Diese Heide war seit Jahrhunderten die Heimat von Schäfern, Bauern und kleinen Waldtieren. Die Menschen lebten hier bescheiden, aber fleißig. Bauten Kartoffeln an, ernteten Roggen und führten ein einfaches Leben. Mitten in dieser Heide, nicht weit vom Flüsschen Vistula entfernt, stand eine kleine Hütte. In dieser Hütte lebte ein altes Igelehepaar. Das Männchen hieß Stachelmann. Sein Rücken war mit dichten Stacheln besetzt. Und er konnte nur auf seinen kurzen Beinen trotteln. Aber seine Augen blitzten klug. Und sein Verstand arbeitete schnell. Seine Frau, Frau Stachelmann, war klug und besonnen. Eine Igelin, die ihrem Mann an Weisheit in nichts nachstand. An jenem Morgen ging Stachelmann wie gewöhnlich hinaus, um in seinem kleinen Garten vor dem Haus Steckrüben zu ernten. Als der Nebel sich verzogen hatte und die Sonne wärmte, richtete er sich auf seine zwei Beine auf und reckte sich. Dann summte er vor sich hin und schlenderte zum Gemüsebeet. Tralala, tralala. Was für ein schöner Tag heute. Ich werde mit meiner Frau eine leckere Steckrübensuppe kochen. Als er am Beet ankam, war dort bereits ein Hase. Der Hase hieß Lampel. Er war der eingebildetste Hase in der ganzen Heide, der fest daran glaubte, der Schnellste zu sein. Seine Beine waren lang und flink. Seine Ohren standen spitz aufrecht. Aber sein Herz war nicht ganz so gerade. Lampel sah Stachelmann beim Steckrübenernten zu und begann zu kichern. Hoho, sieh sich einer das an. Mit seinen kurzen Beinen richtet er sich auf zwei Beine auf und reckt sich. Das sieht ja aus wie eine Made, die auf einen Baum klettern will, nicht wahr? Stachelmann hörte die Worte und drehte langsam den Kopf. Seine kleinen Augen blitzten auf. Guten Morgen, Herr Lampel. Ein wirklich erfrischender Morgen heute. Lampel klopfte mit den Vorderpfoten auf den Boden und lachte weiter. Erfrischend? Du warst wohl schon spazieren heute Morgen mit deinen kurzen Beinen? Wie weit bist du gekommen? 10 Schritte? 20. Stachelmann legte die Rübe hin und sagte ruhig. Auch mit kurzen Beinen erledige ich meine Arbeit, Herr Lampel. Was habt ihr denn heute Morgen schon getan? Ich bin schon 3-mal um die ganze Heide gerannt. Noch bevor die Sonne richtig aufging. So wie du dahin trottelst, schaffst du ja am ganzen Tag nichts. Lampel schüttelte stolz seine langen Ohren. Stachelmann versank kurz in Gedanken. Normalerweise wurde er nicht schnell wütend. Aber heute störte ihn der hochmütige Ton dieses Hasen. Trotzdem, er beherrschte sich. Na ja, Herr Lampel. Ihr seid schnell, das ist ein Glück. Aber, wisst ihr? Was denn? Heraus damit. Schnelligkeit ist doch nicht alles, oder? Manchmal ist Langsamkeit klüger. Hahaha. Klüger? Du willst mit deinen kurzen Beinen über Klugheit reden? Das ist ja lustig. Komm, ich mach dir einen Vorschlag. Machen wir doch einen Wettlauf. Wer schneller dort drüben bis zum Weinberg ist. Lampel deutete mit der Pfote in die Ferne. Dort lag ein alter Weinberg. Die Entfernung betrug gut 1 Kilometer. Stachelmann nahm seine Rübe wieder auf und antwortete. Jetzt habe ich keine Zeit. Ich muss Steckrüben ernten. Und außerdem? Außerdem was? Hast du etwa Angst zu verlieren? Lampels Augen waren voller Spott.
In diesem Moment durchzuckte Stachelmann ein Gedanke. Er hob langsam den Kopf und sah den Hasen an. Also gut. Machen wir den Wettlauf. Aber unter einer Bedingung. Einer Bedingung? Welcher? Heute Nachmittag um 3 Uhr treffen wir uns wieder hier. Und dann laufen wir um die Wette bis zu jenem Weinberg drüben. Aber es wird kein einfaches Rennen. Wir laufen auf 2 verschiedenen Furchen. Von hier bis zum Weinberg gibt es 2 parallele Ackerfurchen. Ihr nehmt die eine, ich die andere. Und wer zuerst beim Weinberg ist, hat gewonnen. Lampel schnaubte verächtlich. Gut, gut. Du kannst tricksen, so viel du willst. Mit deinen kurzen Beinen wirst du mich niemals schlagen. Aber was bekomme ich, wenn ich gewinne? Wenn ich gewinne, müsst ihr mich von jetzt an nicht mehr auslachen in dieser Heide. Und jeden Morgen schön grüßen. Wenn ihr gewinnt, werde ich euch für den Rest meines Lebens mit Herr anreden. Und euch überall Ehre erweisen. Lampel fand die Bedingungen so leicht, dass er vor Freude kaum an sich halten konnte. Abgemacht. Heute Nachmittag um 3. Und dann raste er wie verrückt davon. Zweiter der Entwurf der Weisheit. Stachelmann ging nach Hause und erzählte seiner Frau die ganze Geschichte. Frau Stachelmann überlegte kurz und lächelte dann. Mein Mann, du bist wirklich ein weiser Igel. Aber wenn dein Plan so funktionieren soll, wirst du es allein schwer haben. Deshalb brauche ich deine Hilfe. Stachelmann erklärte seinen Plan. Frau Stachelmann hörte zu und nickte. Gut. Das kann ich machen. Aber eine Bedingung habe ich auch. Und die wäre? Du musst mir heute Abend 2 Schüsseln von deiner Steckrübensuppe geben. Nach dem Wettlauf werde ich sicher ziemlichen Hunger haben. Die beiden Igel lachten gemeinsam. Um 2:30 Uhr nachmittags machte sich Frau Stachelmann heimlich auf den Weg zum Ende der anderen Ackerfurche am Weinberg. Sie versteckte sich im Gebüsch und wartete auf ihren Mann. Stachelmann betrachtete sich vor dem Hinausgehen im Spiegel und murmelte. So, Stachelmann, heute ist der Tag, an dem du zeigen musst, dass deine Stacheln nicht deine einzige Waffe sind. Heute zeigst du deine Weisheit. Dritter der Beginn des Wettlaufs. Punkt 3 Uhr nachmittags stand Lampel bereits an der Startlinie. Seine langen Beine zitterten vor Ungeduld. Hey, du kommst zu spät. Ich dachte schon, du hättest Angst bekommen und wärst abgehauen. Stachelmann kam langsam heran. Ich bin pünktlich. Ihr wart nur zu früh da, Herr Lampel. Gut, dann lass uns anfangen. Wenn du bereit bist, zähle ich bis 3, und dann geht's los. Lampel nahm die Laufhaltung ein. Moment noch. Lass uns die Regeln wiederholen, ja? Wir laufen jeder auf einer anderen Ackerfurche bis zum Weinberg. Und wer am Weinberg ankommt, ruft laut, ich bin schon hier. Einverstanden? Ja, ja, ist schon gut. Fang endlich an. Lampel wurde ungeduldig. 1, 2, 3. Lampel rannte los wie ein Blitz. Seine Pfoten schleuderten die Erde der Furche auf. Und im Nu war er weit weg. Stachelmann dagegen machte 2, 3 Schritte und blieb dann stehen. Er wartete, bis Lampel ganz verschwunden war. Setzte sich dann ruhig ins Gebüsch. Und tat so, als würde er an einer Rübe kauen. Vierter Lampels Verwirrung. Lampel rannte wie besessen. Der Wind pfiff an seinen Ohren vorbei. Die Grashalme schlugen gegen seine Flanken. Er dachte: Haha, dieser träge Igel ist sicher noch meilenweit hinter mir. Wenn ich am Weinberg ankomme,
werde ich gemütlich Gras fressen und auf ihn warten. Endlich tauchte der Weinberg vor ihm auf. Lampel gab noch einmal alles und rannte noch schneller. Als er am Eingang des Weinbergs ankam, keuchte er atemlos und rief: Ich bin hier. Ich habe gewonnen. In diesem Moment hörte er eine vertraute Stimme vom Inneren des Weinbergs. Ich bin schon hier. Lampel erschrak und blickte dorthin. Aber da saß Frau Stachelmann. Sie sah genauso aus wie ihr Mann. Lampel rieb sich die Augen. Was ist das? Wie bist du denn schon hier? Frau Stachelmann lächelte nur still. Lampel war völlig verwirrt. Er dachte: Hey? Ich war doch schneller. Wie kann das sein? Ach so. Wahrscheinlich bin ich so schnell gerannt, dass ich nicht gesehen habe, wie der Igel schon früher angekommen ist. Ich muss es noch einmal versuchen. Er drehte sich um, blickte zurück zur Startlinie und rief: Hey, Igel! Lass uns noch einmal laufen. Diesmal gewinne ich wirklich. Und dann raste er wieder wie verrückt zurück zur Startlinie. Das zweite, dritte Rennen. Als Lampel an der Startlinie ankam, saß Stachelmann immer noch an derselben Stelle. Lampel keuchte. Du, wie bist du so schnell zum Weinberg gekommen und wieder zurück? Stachelmann antwortete gemächlich: Ich war die ganze Zeit hier. Ich verstehe nicht, was ihr meint, Herr Lampel. Was redest du da? Ich hab dich doch gerade erst am Weinberg gesehen. Ich war die ganze Zeit hier. Wenn ihr mich am Weinberg gesehen habt, dann müsst ihr euch wohl geirrt haben. Lampel verlor fast den Verstand. Gut, dann laufen wir noch einmal. Diesmal gewinne ich wirklich. Na gut. Aber vielleicht solltet ihr erst ein bisschen ausruhen. Ihr scheint ganz außer Atem. Schon gut. Los geht's. Lampel gab das Startsignal. 1, 2, 3. Diesmal rannte er wieder wie verrückt. Aber etwas langsamer als beim ersten Mal. Seine Beine wurden schwer, sein Atem ging schneller. Trotzdem gab er nicht auf und rannte weiter. Als er am Weinberg ankam, rief er wieder: Ich bin hier. Und wieder ertönte die Stimme: Ich bin schon hier. Diesmal war Frau Stachelmann ein kleines Stück weiter nach vorne gekommen. Lampel sackte zusammen. Seine Beine zitterten, sein Herz pochte zum Zerspringen. Wie kann das sein? Das dritte, vierte und fünfte Rennen. Lampel gab nicht auf. Er rannte wieder zur Startlinie. Und wieder los. Ein drittes Mal, ein viertes Mal, ein fünftes Mal. Jedes Mal, wenn er am Weinberg ankam, wartete die Stimme auf ihn. Ich bin schon hier. Lampels Augen funkelten. Seine langen Beine wankten jetzt. Die Ohren hingen schlaff herab. Er hatte völlig den Verstand verloren. Und rannte nur noch mechanisch. Die Sonne begann sich zum Westen zu neigen. Lange Schatten legten sich über die Heide. Als er zum letzten Mal am Weinberg ankam, hatte Lampel keine Kraft mehr, sich aufzurichten. Er ließ sich auf den Boden fallen und starrte nur noch in den Himmel. Und dort stand Stachelmann. Diesmal war es der echte Stachelmann. Gut gemacht, Herr Lampel. Lampel brachte mühsam hervor. Wie hast du das gemacht? Du warst immer vor mir da. Stachelmann lächelte ruhig. Habe ich euch nicht gesagt, dass Schnelligkeit nicht alles ist? Dass Weisheit manchmal wichtiger ist als Geschwindigkeit? Weisheit? Was für eine Weisheit? In dieser Heide leben 2 Igel. Ich und meine Frau.
Wenn ihr von der Startlinie losahntet, wartete meine Frau bereits am Weinberg. Jedes Mal, wenn ihr ankamt, rief sie, ich bin schon hier. Und ihr habt es nicht bemerkt. Und seid immer weiter gerannt. Lampel begriff endlich alles. Er fühlte sich betrogen, war verblüfft und schämte sich zugleich. Also musste ich immer weiter rennen. Weisheit, das ist wirklich Weisheit. Stachelmann trat näher zu ihm und sagte: Herr Lampel, ihr seid schnell. Das ist unbestritten. Aber im Leben kommt es nicht nur auf Schnelligkeit an. Manchmal ist es wichtiger, innezuhalten und nachzudenken. Zusammenzuarbeiten und den Gegner nicht zu unterschätzen. Das habt ihr heute gelernt. Lampel nickte. Ich habe verloren. Wirklich verloren. Von jetzt an. Von jetzt an werde ich dich nie wieder auslachen. Und jeden Morgen werde ich dich grüßen. Das verspreche ich. Gut. Dann geht jetzt nach Hause und ruht euch aus. Bis morgen früh. Stachelmann ging mit seiner Frau nach Hause. An diesem Abend aßen sie Steckrübensuppe und unterhielten sich. Mein Mann, du hast heute wirklich gut gemacht, sagte Frau Stachelmann. Nein, ohne dich wäre es nicht möglich gewesen. Wir haben zusammen gewonnen. In dieser Nacht lag Lampel in seinem Bau und versank in tiefes Nachdenken. Zum ersten Mal in seinem Leben begriff er, was Weisheit bedeutete. 7. Epilog, die Heide danach. Von da an kam Lampel jeden Morgen zu Stachelmanns Hütte und grüßte ihn. Guten Morgen, Herr Stachelmann. Guten Morgen, Herr Lampel. Werdet ihr heute auch wieder so schnell laufen? Lampel lächelte verlegen. Heute werde ich vielleicht etwas langsamer laufen. Und ab und zu anhalten und nachdenken. Stachelmann nickte zufrieden. Das ist eine kluge Entscheidung, Herr Lampel. Das ist eine kluge Entscheidung. Die Morgensonne ging über der Heide auf. Die beiden Tiere gingen jeder seinen Weg in den neuen Tag. Einer schnell, einer langsam. Aber jetzt respektierten sie einander.